Wir sind mal wieder hier zur Topmark. Es ist eine der spannendsten Messen im gesamten Jahreskalender und deshalb machen wir heute mal einen etwas anderen Messerundgang, nämlich die Fantasy Car Collection Monaco Topmark Edition. Und damit es nicht langweilig wird, machen wir es heute nicht so, dass ich euch meine 10 Favoriten auswähle, sondern die liebe Millie. Hallo. Hast du dir schon was ausgesucht? Ja. Kennst du die Regeln? Ihr kennt die Regeln. Ich wiederhole für euch trotzdem nochmal die Regeln, so wie immer. Erstens, du darfst 10 Autos auswählen. Ja. Zweitens, du hast ein absolut komplett, total unlimitiertes Budget. Drittens, du darfst danach nie wieder ein Auto kaufen. Nie wieder oder nur von der Topmark? Okay, Ausnahme Topmarks. Hast du schon mal geschaut? Ja, ich habe schon mal geschaut. Ich habe ihn ja hier Julian, Vorsicht. ich bin direkt hier bei einem meiner Favoriten. 250 GT zu 1962. Finde ich geil. Ich finde die Farbe toll. Und das war's. Super. Ich muss sagen, es gibt eine Sache, die ich sehr schön finde. Er kommt nicht auf die Liste, aber wir haben zwei Optionen. Linke ist eher so meine Wahl, die rechte ist Contis Wahl. Ich verstehe Conti, aber den hätte ich trotzdem gerne. Ich finde es mega scharf, Leute. Also LaFerrari in Grau und Schwarz. Komplettes Carbon-Paket. Also, Ich will den nicht. Ich möchte aber das haben. tatsächlich. Ja, Conti, das ist der Ferrari, der A, rot sein muss. Und zweitens finde ich, also der gehört auf meine Liste. Jetzt fangen wir mal an mit meiner Liste. Nummer 1. Das ist für mich hier auf der Messe der schönste Ferrari. Absolut. Jetzt, was macht der Chef? Der guckt jetzt, ob die Millie den hier mal probesitzen darf. Can we sit in the car? If you go to sit in, you need to buy it. Oh. So. Deal. Ja. How much is it? We're asking 3.4. Guck mal, das ist das Schnäppchen im Vergleich zu einer Ferrari. Warte mal, also wenn das meine Fantasy Car Collection ist, dann steige ich da ein, mein Freund. Puh. So. Okay. Wow. Leider Ich finde, der steht mir auch ziemlich gut. überall Carbon. Ja, Vorne es Dashboard fordert ganz komplettes wirklich Wahnsinn. Dashboard ist ohne Faser. Ja, Schatz, was sagst du? Kannst du meine Nummer 1 verstehen? Ich auch. 300 Millionen? Weiter geht's. Muss man noch ein paar Häuschen verkaufen, ne? Ich würde behaupten, wenn man jetzt sich mal so die Autos anschaut, die ich sehr mag ich immer lange Schnauze. Magst du die Frontpartie? Unglaublich. Sieht aus wie ein Hai. Ich finde es ein bisschen. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Nasenbär. Ich finde dieses Auto wunderschön. Der Also Jaguar Jaguar E-Type, meine Nummer 2, ganz Ja. klar. Also erstmal bin ich ein Jaguar-Kind, ganz klar geprägt durch den Vater. Ich weiß, ich kann das vielleicht nicht so wiedergeben wie manche Menschen aus der Car-Industrie, aber erstmal mag ich diese Partie hier. Ich finde es brutal. Es ist einfach so schön po. Schnäppchen. 190.000 Euro. Sag mal was zu weißen Ferrari. Ja, dazu sage ich einfach mal gar nichts. Gehen wir nämlich direkt wieder weiter. Das ist toll. Yes. Meine Damen und Herren, meine Nummer 3. Guck, Julian. Mercedes SLR McLaren Sterling Moss ist definitiv einer meiner Favorites, gehört auf meine Liste. Und weißt du, wer ihn gefahren ist? Die Millie. Nein. Wer denn? Kanye West und Virgil Abloh, mein Achso, Schatz. ja klar. Sag mal, bist du Testarossa-Kind? Nein. Nein? Guck mal bitte. Wie schön. Also, Oben rot. Ich würde nie einen Testarossa in Rot nehmen, schwarz oder gelb ist hier die Auswahl. Warte, was ich nehmen würde. Ja, okay. Aber gelb ist warte auch mal. Was würdet ihr denn raten, was der Conti nehmen würde? Genau, schreib's mal in die Kommentare. Richtig. Schreibt es mal rein. schön. Möchten Sie sich ins Gefährt mit mir begeben? Oh, das riecht aber hart. Der hat schon ein bisschen was mitgemacht, der Junge. Julian? Wir müssen weg, wir sind morgen wieder da. Meinst du, wir kommen damit weit? Guck mal, beim Testarossa wird ja häufig bemängelt die Sitzposition. Ich kann es aber nachvollziehen, warum. Weil irgendwie hast du... Das Lenkrad ist direkt zwischen deinen Beinen. Das ist, du sitzt immer ein bisschen so. Ja. Ich finde es aber nicht Weil wenn du jetzt... so schlimm im Vergleich zu vielen anderen Klassikern. Und wisst ihr was? Er ist nicht auf meiner Liste, also gehen wir jetzt weiter. Darf ich ihn Nein, die Tür öffnen? nein, weil wir sind schon bei meiner Nummer 3. Ja? Die Dry. Das ist jetzt nicht ernsthaft. Ja. Ich muss weg. Ich finde dieses Auto wunderschön und es wäre ich sag mal aus technischer Sicht, ein fantastisches Auto weiterhin zu fahren oder als Daily fahren zu können, weil er eben schon
Das Baujahr macht es möglich. Der ist ja super komfortabel. Also, was haben wir hier stehen, Herr Buschmann? 107er SL. Nachfolger der Pagode, gebaut von Julians, bist du bei euch da in Auto gehen? 1971 müsste es sein. Das ist von 71 bis 89 gebaut worden. Was hier vor uns steht, würde ich nicht wählen, weil es die US-Ausführung ist, was man an der Stoßstange sieht. Und einen relativ strange Blinker. Hat er leider auch vorne. Das sieht leider aus. Ist ein wunderschönes Auto und wisst ihr was? Der riecht so gut. Du musst dich hier reinsetzen. Dann weißt du sofort, was ich meine. Das ist der typische Oldschool Mercedes-Geruch, der ist einfach da. Das kommt das Beste. Achtung. Türschließgeräusch. Generationen von Mercedes-Fahrern haben genau das jeden Tag gehört. Moment. Das ist mega. Oder? Na, was sagst du? Was ich mich im Moment ganz häufig frage, ist, warum ich in Autos aus den 90ern einsteige und die auf einmal cool sind. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Wenn man älter wird, dann hat man irgendwie einen ganz anderen Blick für Dinge. Ich gehe mir auf den Nerven heute. Da ist echt alles dran. Also ein wunderschönes Auto, meine Nummer 3. Welche Farbkombi würdest du wählen? Das musst du mir beantworten. Heute bist du dran. Schwarz und braunes Interieur. Ja, Auch Auto die werden Farbkombination ist unfassbar. Ich würde es aber auch nicht. Ja, Bei dem Fahrzeug zu 100%. da sind wir wieder bei dieser Bum-Bum-Eisfarbe. Ist das. Oh ja. Ja. Oh, jetzt schmecke ich sogar. Ja, jetzt brauchen wir wieder Lass ein mal hingehen. Bum-Bum-Eis. Das ist brutal. Ich nehme an, dass das auch die Originalfarbkombination ist, weil ich keinen Kunden kenne, der sich den so nachträglich lackieren würde. Ja, da sehe ich dich auch drin. Ja, So guck euch mal das Eisdiele? Interieur an. Ein Bum-Bum-Eismodell. So. Ich weiß nicht. What the fuck? Da ist doch nichts. Ich glaube, er gefällt mir sehr gut. Oh yes. Julian, Ja, doch. ich glaube, ich habe meine Nummer 4 gefunden. Ja, okay, Nummer 4. 190er SL. Aber genau in dieser Ausführung. Ja. Oder? Die Farbe und wow. Einfach wow. Also auf der Top-Marke sind so viele unfassbar tolle Autos in unglaublichen Specs. Das ist echt... I'm in love. Bist du dabei? Ja. Jetzt sind wir da, wo ich hin wollte. Zu meiner Nummer 5. Nummer Budget 5. auch ganz leicht gesprengt ist. Budget, jetzt geht's richtig ab. Ich glaub, So, ja. Schatz. Warum ist es meine Nummer 5? Erstens, weil du Bugatti insgesamt als Marke sehr magst. Ja. Zweitens, weil du den Bugatti Chiron als Auto sehr magst. Und drittens, jetzt wird es schwieriger, warum Divo? Ich hätte dich ehrlich gesagt eher bei einem Supersport einsortiert. Aber hier ist keiner. Okay, Es geht ja um es geht um die Messe. die Messe. Und weil es der schönste Bugatti ist, der hier auf der Messe steht. Du hast gerade schön zugelangt, 8 Millionen Euro aufs Budget. Wenn er immer so einfach wäre. Gut, dass ich mich für Autos interessiere. Schatz, wir werden nicht mehr hier wegkommen. Wir kommen nicht mehr hier weg, weil... Geilsten Autos. Weißt du, Herr Conti, ne, der macht das richtig schlau. Früher, wenn ich mit meinem Papa mal einkaufen war, dann bin ich immer genau wieder an der gleichen Stelle vorbeigelaufen von den Sachen, die ich richtig gut fand und habe dann immer gesagt, boah, Papa, boah. Das Gleiche macht er jetzt mit mir und meiner Car Collection. Oh Gott. Can we take a look? Ja? Meine Damen und Herren, ich sitze in meiner Nummer 6. Was ist es denn? Ein Fiat 500. Fiat 511 aus 1965. So. Komme ich denn hier raus, Schatz? Guck mal, wie dünn die Tür ist. Alles schon super geil. Ich finde es sehr, sehr sexy. Ja? Aber ich bin auch irgendwie gerade froh, dass es Fantasy ist. Warum? Weil ich glaube, auch wenn du in unserem Auto fahren würdest, würde ich mir, glaube ich, ein bisschen Sorgen machen. Ja, würde ich mir auch. Aber es ist richtig schon toll. cool. Und es ist natürlich für enge italienische Straßen. Das ist schon geil. Ist ja nicht toll. Für den schlappen Sommerpreis von 17.990 Euro. Wow. Ach du Scheiße. Buschmann, Bisschen, ich glaube, du bist ein bisschen schwer. Schatz, das ist einseitig tiefer gelegt. guck mal. Der kleine Stick. Guck mal, wie süß. Oh Gott, Julian. Du würdest sogar hinten reinpassen, aber ich glaube, dann wären wir richtig Na, tiefer auf gar gelegt. keinen Fall, da gehe ich nicht hin. Doch, du schaffst das. Julian, guck mal bitte, wie dünn die Tür ist. Hier ist einfach nichts drin. Du wirst direkt sterben in dem Auto, Ich? wenn du einen Unfall baust. Versteht sich. Bau doch keinen Unfall. Nachdem ich gerade mir einen Bugatti gegönnt habe,
wäre das definitiv meine Nummer 6. Weiter geht's. Gut. 18.000 Euro. Ab auf die Liste. Schatz, ich muss kurz was klären hier mit Julian und dem Rest. Also, wir hatten als Nummer 5 den Divo. Ach, prima. Ist deleted. Ja. Deleted, weil es gibt einen anderen Bugatti, den ich gerne dafür einsetzen möchte. Und dadurch, dass wir gerade am Brabus-Stand stehen und ich vergessen habe, was eigentlich mein wahres Lieblingsauto ist und das halt auf dieser Messe steht, müssen wir leider die Nummer 6 auch löschen. Das habe ich mir gerade überlegt. Nein. Was willst du denn? Der Brabus 820 Cabrio, based on a 992 Turbo und ist leider das geilste Auto, was Brabus je gebaut hat. Punkt. Du hast es vergessen. Was denn? S. Schatz, nicht Rocket Air. Weißt du warum? Ich liebe den Rocket Air, aber das Auto kannst du everyday fahren. Ach, ich dachte, du bist ein Supersportler. Also dafür kaufe ich einen Bugatti. 20. Ich finde ihn super, super schön. Deep Blue würde ich jeden Tag wieder genau so bauen. Würde ich jetzt nicht. Also nicht, ich würde ihn nicht kaufen als Deep Blue. Darf ich dir leider nicht erzählen. Oder So, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Da kommt noch was. darf ich euch allen leider nicht erzählen. Aber der kommt bald. Also ihr Lieben, 820 Cabrio Porsche Brabus. Auf jeden Fall meine Nummer 6. 7, 6. 6. Make your way to the exit. Ausgetauscht. Also der Divo. Ist ja wohl klar, oder? Findest du schön? Wirklich? Mistral statt Divo? Findest du schöner? Ja, Leute, ganz ehrlich. Erstens die Farbe, brutal. Zweitens Cabrio. Ja. Sorry, aber würde ich mich immer wieder für entscheiden. Und meiner Meinung nach ist es vom Shape her eines der perfektesten Autos, die hier auf dieser Messe stehen. So ihr Lieben, wir sind jetzt bei meiner Nummer 7. Sind der Conti und ich tatsächlich auch schon gefahren. Und wir sind uns da, glaube ich, einig, dass der definitiv auf meine Liste kommt. Also nicht in der Farbe. heftiger Flieger. Ich weiß genau, wie ich ihn konfigurieren würde. Es ist der Lamborghini Revuelto. Wirklich Einer cool. der brutalsten Specs, die ich je gesehen habe. Aber das Besondere meiner Heck Meinung nach. ist mit Abstand der coolste Teil an dem Auto. Guck mal. Die Reifen stehen so weit außen. Das ist brutal. Der Auspuff ist exakt auf fast Hüfthoch. Ja, ist brutal. Wirklich Also sensationell. meine Nummer 7. So wie er steht? Nimm ihn. Okay. Wie viel brauche ich denn? 550.000 Euro. Auf geht's. Ab in der Tüte. Jetzt haben wir noch 2. Wow, you do a good job. That's amazing. Wow. Das ist ja cool, oder? Wow. So, ihr Lieben, jetzt habe ich noch. Hättest du hast doch zur Auswahl einen sehr, sehr schönen Bentley. Ja, den möchte ich eigentlich Find ich- auch nehmen. Bentley Continental Coupé. Der perfekte Daily Driver ever. Continental GT. Ich finde, das Coupé sieht wesentlich schöner aus. Sieht viel schöner aus als das Cabrio. Dachlinie ist schön. Oder? Ja. Ich finde, guck mal Leute, das ist genau das Problem. Wenn du hinten auf die Dachlinie schaust, hat natürlich das Coupé immer ein Stoffdach und es geht hier hinten eben schärfer runter. Und das Coupé hat einfach eine viel, viel schönere Dachlinie, weswegen ich, wenn ich einen auswählen müsste, auch immer Ja, das Coupé. Ja. genau wie du sagst. Ich auch. Coupé nehmen. Nee, ich würde auch das, also der ist drin. Check. Ist das jetzt- Check. Und jetzt habe ich noch einen. Oh, ich sehe was. Ich glaube, das könnte deine Nummer 10 Ich werden. habe da so einen Songtext im Kopf. AMG, GT, nein? Oh, nein, doch nicht. Rolls-Royce Cullinan. SUV. Dürfte ich hier was genannt? Ladies and Gents, ein Rolls-Royce Cullinan, mein absoluter Favorite SUV ever. Das ist meine Nummer 10 und ich sage euch ganz ehrlich, die Farbe ist brutal. Das ist sehr ungewöhnlich. Baby, wie Aber geil ist extrem bitte? auffälliger, cooler Lack. Vor allem ist er ja nicht nur lila. Ich weiß nicht, ob man das genau erkennen kann. Er ist nicht nur lila, sondern hat auch einen neongelben oder Nee, das ist so neongelb-grünen. grün. Wie heißt der Streifen? Coachline. Wenn du so davor stehst, Aber- der ist sogar noch nicht nur weiß innen drin, sondern er ist weiß und braun und hat auch den neongelben Kontrast. Also ich sag mal so, ich würde das Interieur definitiv anders gestalten. Ich würde ihn komplett entweder weiß machen oder du weißt, was ich mag. Gleiche Farbe innen, gleiche Farbe außen. Aber ich würde ihn weiß machen, komplett. Oder grau, hellgrau. Ja. So ein Elefantengrau, auch sehr geil. Aber das ist, der ist Das ist meine mal Nummer wieder 10. so ein bisschen so wie bei uns in der Werkstatt. Du läufst rein und es hat jemand was gemacht, was Yep. wir noch nie gemacht haben. Ja. Und am Ende stehst du davor und sagst, Ja. leider geil. Also, Nummer 10? Ja.
ist auf der Liste, meine Nummer 10. Was kostet mich der Hobel? Für die Nummer 10 zahlen Sie den schlanken Preis von 625.000 Euro. Das, Warum ist der so teuer? das ist krass. Ist Black Badge. Ach so, Damit sind wir durch. Also wir haben jetzt erstens Enzo? in Rot? Rot mit schwarzem Interieur. Interieur? Ja. Zweitens SLR Sterling Moss, silberschwarz. Ja. Drittens 100, war das der 107er? 107er SL. Stimmt. Viertens Der SL? 190. 190 SL, Ja. sehr, sehr schönes Auto. In dunkelblau mit Rot. Nein. In Hellblau. hellblau mit Rot. hellblau. Bordeaux. Okay, nicht dunkelblau mit Rot, sondern hellblau Bum, bum. mit hellblau Bum, bum, mit bum. Rot. Bum-Bum-Konfiguration. Ja. Fünftens Fünftens habe ich getauscht. Da habe ich den Mistral. Bugatti Mistral in Kupfer Ja, schwarz, brutale Konfi. innen schwarz, Ja, nee, der ist auch so braun. in Ja. braun schwarz, okay. Also mega Auto. Sechstens Inbrabus. une Brabus, Ja. den 820? genau, Brabus 820 auf Basis 911 Turbo S Yes. in Deep Blue, sehr, sehr schönes Auto, außen schwarz, innen blau und schwarz. Dann haben Ja. wir Nummer 8, den Revuelto. Revuelto, Lamborghini Revuelto in ziemlich offensiven Orange und falsch rum geparkt Und falsch rum und innen geparkt. schwarz. Yep. Neuntens den Sehr schönes Auto. sehr, sehr schönes Auto. Ich glaube, einer unserer beider Favorites, Continental GT von Bentley. Und nicht zuletzt, last but not least, Mein Dieses Schätzchen all-time favorite SUV. Rolls-Royce Cullinan Black Badge in Lila. Ja, Bist du happy? Happy? Und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Lasst uns wissen, was ihr dazu denkt. Was hättet ihr genommen? Wie fandet ihr die einzelnen Konfigurationen? Auf geht's.